Adipositas oder Fettleibigkeit ist kein Figurproblem charakterschwacher Menschen, sondern eine anerkannte chronische Erkrankung. Die Psyche bestimmt mit, ob ein Mensch mit der entsprechenden Veranlagung Übergewicht entwickelt oder nicht. Übergewicht und Adipositas entwickeln sich immer mehr zum globalen Problem. Erschreckend ist, dass sich die Zahl der adipösen Kinder und Jugendlichen mehr als verdoppelt hat. Von Adipositas spricht man bei starkem Übergewicht, das der Gesundheit schaden kann. Adipositas ist eine chronische Krankheit, die mit eingeschränkter Lebensqualität und hohem Risiko für Folgeerkrankungen einhergeht. Betroffene leiden aber nicht nur unter den körperlichen Folgen, sondern auch unter Stigmatisierung durch die Umwelt. Ich bin Silvi, ich bin 32 Jahre alt, bin verheiratet und habe eine Tochter mit 12. Ich bin 1,60 Meter groß und wiege 150 Kilo. Mein Papa hatte einen Unfall, wo ich 1,5 Jahre alt war, und dadurch ist er geistig und körperlich behindert geworden und hat nicht mehr bei uns gelebt, sondern in einem Behindertenheim. Und da hat es angefangen, dass die Kinder mich ärgern deswegen. Viele Beleidigungen eben, wie du fette Sau oder Nilpferd. Den Frust, den Schmerz, was die Kinder mir sozusagen angetan haben, mit Essen mich getröstet habe und in mich reingegessen habe, ist eigentlich niemand erzählt habe, weil ich wusste, meine Mama hatte es schon schwer, die war dann mit 4 Kindern eben alleinerziehend. Sie hatte eben genug zu tun mit uns 4 Kindern und ich wollte eben meiner Mom es nicht erzählen, weil ich nicht wollte, dass sie sich noch mehr Sorgen machen muss. Und so hat es eigentlich seinen Lauf genommen. So habe ich angefangen, aus Traurigkeit, aus Frust an der Schule, mich mit Essen zu trösten. Die meisten Befragten gingen davon aus, dass die Fettleibigkeit selbstverschuldet sei. Mit diesen pauschalen Bewertungen werden die Betroffenen häufig im Alltag konfrontiert. Sozialer Rückzug und möglicherweise vermehrtes Trostessen können die Folgen sein. Menschen mit Adipositas leiden beispielsweise vermehrt unter Depressionen und Angststörungen. Besonders Kinder und Jugendliche trifft die soziale Isolation und die Ablehnung durch Gleichaltrige. Seit ich so stark übergewichtig bin, und das bin ich jetzt, glaube ich, so richtig stark, so ich würde sagen so 5, 6 Jahre lang. Und irgendwann kamen dann die Ängste, man könnte ja noch mehr krank werden. Also lange laufen ist nicht, lange stehen ist nicht. Klar, Rückenschmerzen, Knieschmerzen sind da. Aber ich habe eben auch mittlerweile Angst, wirklich herzkrank zu werden oder tatsächlich diesen Diabetes zu kriegen. Ich habe Weight Watchers probiert, habe ein Essenstagebuch geschrieben, was ich am Tag esse und trinke, wirklich zu jeder Uhrzeit. Ich habe auch Kohlsuppendiät probiert, bin gescheitert, habe einen Jojo-Effekt bekommen, dann war es eine Weile egal. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich bin 32, ich habe eine 12-jährige Tochter und wenn es jetzt noch schlimmer wird, dann werde ich auch richtig krank. Und daher gehe ich den Schritt der Magen-OP. Je ausgeprägter das Übergewicht ist und je länger es besteht, desto größer sind in der Regel die körperlichen Beschwerden. Auch das Risiko für Folgeerkrankungen steigt. Herz und Kreislauf werden durch das Übergewicht besonders beansprucht. Bereits geringe körperliche Belastungen werden zu einem anstrengenden Unterfangen. Das liegt einerseits an der Gewichtslast, aber auch daran, dass insgesamt mehr Gewebe durchblutet werden muss. Mein Tagesablauf war vom Essen her unstrukturiert. Ich bin in die Arbeit gefahren und dann merkt man ja irgendwann, okay, ich habe doch Hunger. Und dann sind es meistens Süßigkeiten, die man halt im Geschäft isst, weil zwischendurch, weil ich arbeite 5 bis 6 Stunden am Tag, da mache ich keine Pause. Dann gibt es da nichts Richtiges, sage ich mal. Nur mal zwischendurch komme ich, hole mir da ein Gummibärchen, Päckchen oder da noch eine Schokolade. Und dann komme ich eigentlich schon mit mega Süßes im Bauch nach Hause, habe ja aber immer noch Hunger, weil es stillt ja nicht den Hunger. Und wenn ich dann manchmal sage, okay, ich habe keine Lust zu kochen und der McDonald's ist auf dem Weg nach Hause, dann fährt man halt bei McDonald's vorbei und holt sich da was. Und dann gibt es Tage, wenn es mal stressig war in der Arbeit oder so, dass man auch einen Essanfall bekommen hat.
nimmt man alles, was man in die Hände kriegt, gerade zu Hause. Dann macht man den Kühlschrank 50.000 Mal auf und zu und nimmt aber auch immer was raus. Also, und isst einen Joghurt oder dann isst es mal ein Wurstbrot oder viel Süßigkeiten. Der erste Schritt, seinen Lebensstil grundlegend zu ändern, ist es, ein entsprechendes Problembewusstsein entwickeln. Speziell geschulte Therapeuten können dabei helfen, die seelischen Ursachen für die Fettleibigkeit sowie Adipositas fördernde Verhaltensweisen und Muster aufzudecken. So kompensieren viele Übergewichtige negative Gefühle wie Trauer, Frustration und Stress mit Essen. Solche Verhaltensmuster abzulegen, die sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte eingeschliffen haben, ist nicht leicht. Mit Hilfe von psychosomatischer Medizin und Verhaltenstherapie eröffnen sich dem Patienten aber neue Wege. Was ich jedem raten kann, ist, mit jemandem darüber zu sprechen. Denn viele, die an Adipositas leiden, haben vielleicht auch ein kleineres inneres Problem mit sich, also nicht mit sich selber, sondern muss eine Kindheit verarbeiten oder andere Dinge. Vielleicht ist nicht für jeden die Magen-OP, ich würde es nicht jedem empfehlen, denn das kommt immer auf den Menschen selber an. Manche haben die Disziplin durchzuhalten und ein Programm durchzuziehen und danach wirklich so zu leben. Was man sich viel Gedanken macht, wenn man selber dann Kinder hat, wie nehmen einen die Erwachsenen im Kindergarten auf, die anderen Eltern. In der Grundschule, ich weiß, in der Grundschule hieß es einmal, oh, die ist so assi, weil sie dick ist. Ja, und dabei hat es ja eigentlich das Assi und das Dicksein gar nichts miteinander zu tun. Das hat mich auch getroffen und das trifft mich immer noch, wenn jemand was sagt. Auch wenn ich manchmal sage, ich höre nicht auf andere, denn eigentlich bist du so, wie du bist. Aber ja, das trifft trotzdem. Ich freue mich auf eine bessere Lebensqualität, dass einfach auch ein Spaziergang nicht in den Rücken geht. Aber was ich mich wirklich freue, ist, dass ich Achterbahn fahren kann. Denn das kann ich in meiner Figur nicht. Die eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit macht sich in erster Linie durch Kurzatmigkeit bzw. Atemnot bemerkbar. Diese entsteht, wenn Herz und Lunge den erhöhten Sauerstoffbedarf nicht kompensieren können und somit ein Sauerstoffmangel im Blut und im Gewebe herrscht. Ich habe eine E-Mail an die Adipositas-Plattform geschrieben. Da steht drin, wie ich heiße, wie alt ich bin, wie groß, wie schwer ich bin, dass die mein BMI wissen. Und dann habe ich relativ schnell eine Antwort bekommen und habe auch relativ schnell einen Ersttermin bekommen. Und dann wird einem erstmal Blut abgenommen, man wird gewogen. Dann geht man zum Chirurgen, der erklärt, was es für verschiedene Magen-OPs gibt. Bei mir wird ein Schlauchmagen gemacht, gibt aber auch andere Operationen. Und das macht dann der Arzt natürlich abhängig, was am besten für denjenigen ist. Der Schlauchmagen ist eine Form der Verkleinerung des Magens zur Behandlung der Adipositas. Bei der Operation wird ein großer Teil des Magens entfernt, sodass nur ein schlauchartiger Rest erhalten bleibt. Dadurch erhalten die Patienten beim Essen ein deutlich schnelleres Sättigungsgefühl. Man erklärt dem Arzt, warum man das machen möchte. Und das ist der Ersttermin. Der geht so 2-3 Stunden lang. Man muss sich Zeit nehmen. Und natürlich kostet es Überwindung, dahin zu gehen zu dem Ersttermin. Denn man muss ja auch sagen, okay, ich schaffe es nicht mehr, ich komme nicht mehr alleine weiter. Nach dem Ersttermin geht es weiter, dass man dann noch ein Psychosomatikgespräch hat mit einer Therapeutin. Ob es auch wirklich was bringt, wenn man für denjenigen eine OP zu machen. Bei mir zum Beispiel in dem Gespräch hat sie aber auch rausgehört mit diesen Essanfällen. Das heißt, das ist so eine sogenannte Binge-Eating-Störung. Mit einer OP geht natürlich dieses Gefühl an einem Essanfall nicht weg. Oder ich müsste jetzt einen Essanfall haben. Und dadurch mache ich parallel noch die Gruppentherapie mit. Wenn das Psychosomatikgespräch vorbei ist, kommen die Ärzte von der Plattform zusammen und schreiben ein Gutachten.
Und auf das muss man warten. Währenddessen sollte man eine Magenspiegelung machen lassen. Es gibt Selbstzahler, bei denen brauchen die auch kein Psychosomatikgespräch zum Beispiel. Bei mir wird es von der Krankenkasse bezahlt. Da muss man aber selbst einen Kostenübernahmeantrag stellen, und zwar mit dem Gutachten von der Plattform. Meistens muss man nicht so lange warten. Ich habe 2 Wochen gewartet, bis ich die Kostenübernahme-Zusage bekommen habe. Die dürfen aber auch absagen, wenn die Krankenkasse sagt, okay, wir müssen es erstmal mit einer anderen Methode vielleicht noch probieren. Geht so, die OP hat er gesagt, so 1 Stunde, und dann kommt ja aber noch Aufwachraum und so dazu, Überwachung, ob alles wieder funktioniert. Ich weiß, dass man auf jeden Fall 1,5 Liter Wasser bei sich behalten muss, bis die entlassen dürfen. Nach der OP geht es weiter, dass man darf sich natürlich erstmal flüssig nur ernähren. Ich sage immer, man ist wie ein Baby, denn es gibt erstmal nur Suppe und stilles Wasser, kein Sprudelwasser, denn es ist einfach noch nichts für den Magen. Natürlich keine süßen Getränke, Zucker erstmal komplett weglassen. Man muss auf einen gewissen Eiweißgrund kommen. Durch die Nahrung schafft man es nicht, muss man eben noch einen Eiweißshake dazu trinken. Man muss Vitamintabletten nehmen, denn man kann für den Bedarf der Vitamine eben noch nicht so viel Nahrung aufnehmen. 1 Jahr lang. Die OP birgt Risiken, indem man vielleicht gewisse Unverträglichkeiten entwickelt, Sodbrennen. Es könnte ganz schlimm laufen, dass auch ein Darmverschluss stattfindet. Vor der OP muss ich jetzt 2 Wochen lang die sogenannte Eiweißphase einhalten. Das heißt, ich darf am Tag 2 Eiweißshakes trinken mit 300 Milliliter und eine Mahlzeit mit Putenfleisch oder Hähnchenfleisch und einen Salat dazu. Man muss die Eiweißphase einhalten, dass die Leber sich vom Volumen her zurückbildet, dass der Arzt besser an den Magen hinkommt, sonst besteht die Gefahr, dass er die Leber verletzt. Ich finde wichtig, dass man sich im Klaren darüber sein muss, dass sich danach die komplette Ernährung natürlich mit ändern muss. Denn auch wenn man langsam wieder normal essen kann, sollte man natürlich nicht bei McDonald's anhalten und sich den Burger reinziehen. Klar kannst du vielleicht nur den halben Burger essen, aber du hast dir immer noch die falschen Kalorien und die falschen Nährwerte zugefügt. Und das sollte eigentlich komplett wegfallen. Stand heute, August 2021, bei einer Körpergröße von 1,60 mit 150 Kilo, bin ich gespannt, wie es in Zeitmensch-Doku in der 2. Folge weitergeht. Sie sind ein außergewöhnlicher Mensch oder Sie kennen außergewöhnliche Menschen? Dann schreiben Sie uns an zeitmenschdoku@gmx.de. Und wenn Ihnen unsere Dokumentation gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren.